Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob eine erneute Heirat im späteren Leben wirklich der richtige Schritt für Sie ist? Eine Ehe nach 60 ist etwas völlig anderes als in ihren jüngeren Jahren. Viele Menschen übersehen wichtige Details, bis sie bereits mit den Folgen konfrontiert sind. Egal, ob sie schon lange alleinstehend sind, sich kürzlich haben scheiden lassen oder ihr Leben nach einem Verlust neu aufbauen. Eine neue Ehe bringt emotionale und praktische Realitäten mit sich, die ihre Finanzen, ihre Familie, ihre Unabhängigkeit und die Stabilität, die sie sich aufgebaut haben, beeinflussen können. In diesem Video sprechen wir über 5 zentrale Wahrheiten, die jeder verstehen sollte, bevor er nach 60 noch einmal heiratet. Nicht um ihnen Angst zu machen, sondern damit sie eine informierte und sichere Entscheidung für ihre Zukunft treffen können. Viele stürzen sich in eine neue Ehe in der Hoffnung, dass sie Einsamkeit löst oder Trost bringt. Doch ohne Vorbereitung führt sie oft zu Stress, Konflikten und unerwarteten Schwierigkeiten. Wenn Sie diese Wahrheiten kennen, gewinnen Sie Klarheit. Und Klarheit schützt Ihren inneren Frieden. Fangen wir an. Eine der größten Überraschungen, die Menschen bei einer erneuten Heirat im höheren Alter erleben, ist, wie stark sich dieser Schritt auf ihre finanzielle Grundlage auswirkt. Die meisten sehen eine neue Ehe vor allem als emotionale Entscheidung, als Chance, wieder zu lieben und das Leben zu teilen. Doch jenseits der 60 spielen finanzielle Themen eine viel größere Rolle, als viele erwarten. Eine neue Ehe kann Einfluss haben auf Ihre Renteneinkünfte, Ihre Betriebsrente, staatliche Leistungen, Ihre Ersparnisse und sogar auf das Erbe, das Sie Ihren Kindern oder Enkeln hinterlassen wollten. Viele gehen in eine Ehe mit der Vorstellung, dass dadurch alles einfacher wird und merken erst später, dass ihre finanzielle Situation deutlich komplizierter geworden ist. Wenn Sie Leistungen erhalten, die an das Arbeitsleben eines früheren Ehepartners geknüpft sind, können diese Zahlungen sinken oder ganz wegfallen, sobald Sie erneut heiraten. Für viele bedeutet das eine unerwartete Unterbrechung des Lebensstandards, an den sie sich gewöhnt hatten. Ähnliches gilt für Renten und Pensionen. Manche Versorgungswerke schränken Leistungen ein oder ändern die Bedingungen, wenn eine Wiederheirat erfolgt, oft ohne dass Betroffene die Details wirklich kennen. Selbst wenn Sie und Ihr neuer Partner getrennte Konten führen, können Gesetze dennoch beeinflussen, wie Vermögen im Falle von Krankheit oder Tod aufgeteilt wird. Nehmen wir Martin, 71. Nach seiner Wiederheirat stellte er fest, dass seine neue Ehefrau automatisch gesetzliche Ansprüche auf einen Teil seines Nachlasses erhalten hatte. Ansprüche, von denen er dachte, sie würden ausschließlich seinen Kindern zustehen. Er musste Unterlagen anpassen und klare Grenzen festlegen, um die Menschen zu schützen, die ihm wichtig sind. Bevor Sie erneut heiraten, sprechen Sie mit einem Finanzberater oder einem Experten für Nachlassplanung. Es wirkt vielleicht wenig romantisch, aber es schützt das Leben, das Sie aufgebaut haben und hilft, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Wenn Sie nach 60 noch einmal heiraten, verbinden Sie nicht nur 2 Leben. Sie verbinden 2 ganze Familiengeschichten. Erwachsene Kinder, Enkelkinder und gewachsene Routinen über Jahrzehnte spielen plötzlich eine Rolle. Was sich für Sie wie ein Neuanfang anfühlt, kann sich für andere wie ein großer Einschnitt anfühlen. Kinder machen sich vielleicht Sorgen um das Erbe, um Feiertagstraditionen, um ihr emotionales Wohlbefinden oder um die Loyalität zu einem früheren Partner. Manche werden sie unterstützen. Andere empfinden möglicherweise Verwirrung, Unbehagen oder Widerstand, selbst dann, wenn sie ihnen grundsätzlich ihr Glück gönnen. Auch Enkelkinder brauchen oft Zeit, um sich an eine neue Person in der Familie zu gewöhnen. Und die Familie ihres neuen Partners bringt ebenfalls eigene Erwartungen mit. Es ist nicht nur eine Ehe. Es entsteht ein ganzes Netz von Beziehungen. Helene, 69, hat das auf schmerzhafte Weise erlebt. Als sie erneut heiratete, war sie überzeugt, dass ihre Familie sich sofort für sie freuen würde. Stattdessen fand sie sich in Gesprächen wieder über gemeinsame Treffen, finanzielle Fragen und sogar darüber, wo sie in Zukunft leben würde. Solche Gespräche können unangenehm sein, doch sie zu vermeiden schafft oft langfristige Konflikte. Wenn Sie eine erneute Heirat in Betracht ziehen, seien Sie offen gegenüber Ihrer Familie. Erklären Sie Ihre Absichten. Hören Sie sich Ihre Gefühle an. Machen Sie deutlich, was sich ändern wird und was nicht. Das reduziert Spannungen und schützt Beziehungen, die Ihnen wichtig sind. Beziehungen im späteren Leben folgen anderen Regeln. Sie bauen keine Karrieren mehr auf. Sie erziehen keine kleinen Kinder mehr. Sie starten nicht bei Null. Heute geht es in einer Ehe eher um Begleitung, Unterstützung,
Stabilität und den Erhalt der eigenen Unabhängigkeit. Viele unterschätzen, wie wichtig ihre täglichen Routinen geworden sind. Mit 60 oder 70 hat jeder seinen eigenen Rhythmus, Gewohnheiten, Hobbys, Vorlieben und Kommunikationsmuster, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Eine neue Ehe bedeutet, dass der Rhythmus eines anderen Menschen in ihr Leben tritt. Das erfordert Geduld und ehrliche Absprachen. Walter, 76, hatte nicht erwartet, wie anders sich seine neue Ehe anfühlen würde. Seine verstorbene Frau liebte ruhige Abende, während seine neue Partnerin lebhaft und gesellig war. Sie lagen sich am Herzen, aber sie brauchten Zeit und Gespräche, um aufzuhören, Vergangenheit und Gegenwart zu vergleichen und einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Bevor Sie erneut heiraten, fragen Sie sich ehrlich: Wünschen Sie sich tägliche Nähe? Oder eher emotionale Verbundenheit mit ausreichend persönlichem Freiraum? Möchten Sie dauerhaft zusammenwohnen? Oder würde ein getrenntes Wohnen mehr Ruhe in Ihr Leben bringen? Es gibt keine falsche Antwort, nur die, die wirklich zu Ihrem Leben jetzt passt. Ehe ist etwas Emotionales, aber rechtlich gesehen ist sie ein bindender Vertrag. Und nach 60 werden die rechtlichen Aspekte noch bedeutsamer. Eine erneute Heirat beeinflusst Ihre Eigentumsrechte, Ihre medizinische Vertretung, Ihr Testament, die Verteilung Ihres Nachlasses und Ihre finanzielle Absicherung. Viele glauben, dass Ihr bestehendes Testament weiterhin gültig bleibt. Oft ist das nicht der Fall. Ein neuer Ehepartner erhält häufig automatisch bestimmte gesetzliche Ansprüche, wenn Unterlagen nicht aktualisiert werden. Wenn Sie krank werden, kann es sein, dass Ihr Ehepartner bei medizinischen Entscheidungen Vorrang hat, auch dann, wenn Ihre Kinder anderer Meinung sind. Diana, 66, stand vor genau dieser Situation, als sie eine erneute Heirat plante. Sie wollte, dass ihre Kinder das erben, was ihr verstorbener Mann ihnen zugedacht hatte. Durch klare Vereinbarungen und aktualisierte Dokumente konnte sie sicherstellen, dass alle Beteiligten geschützt sind. Rechtliche Planung mag unangenehm wirken, aber sie verhindert Konflikte und stärkt das Vertrauen innerhalb der Familie. In ihren jüngeren Jahren bedeutete Glück in einer Ehe oft eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Haus, Familie, Sicherheit. Nach 60 verändert sich dieses Bild. Glück bedeutet dann eher innerer Frieden, Kompatibilität, Komfort und die Stabilität zu bewahren, die sie sich erarbeitet haben. Viele glauben, eine erneute Ehe werde Einsamkeit heilen. Das tut sie nicht. Wenn innere Stabilität gerade fehlt, wird die Ehe sie nicht automatisch erschaffen. Echtes Glück im späteren Leben hängt ab von einem geteilten Lebensrhythmus, passenden Lebensstilen, emotionaler Ausgeglichenheit und realistischen Erwartungen. Wieder in der Hoffnung auf neue Nähe. Doch seine neue Partnerin liebte Reisen und ständige Aktivität, während er ruhige Routinen bevorzugte. Sie lagen sich am Herzen, doch sie kämpften damit, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Bevor Sie erneut heiraten, fragen Sie sich: Welche Art Alltag schenkt Ihnen wirklich Ruhe? Welchen Lebensstil wünschen Sie sich? Wie viel Unabhängigkeit brauchen Sie? Es gibt keine allgemeingültige Antwort, nur die, die Ihr Wohlbefinden langfristig schützt. Eine erneute Heirat nach 60 kann etwas sehr Sinnvolles sein, wenn Sie Ihre Realität verstehen. Heute haben wir gesprochen über finanzielle Auswirkungen, Familiendynamik, emotionale Erwartungen, rechtliche Details und die neue Bedeutung von Glück im späteren Leben. Eilen Sie nicht. Nehmen Sie sich Zeit. Sprechen Sie mit Menschen, denen Sie vertrauen. Holen Sie sich rechtliche und finanzielle Beratung. Und vor allem, hören Sie auf Ihre eigene innere Stimme. Diese Lebensphase geht darum, Ihren Frieden zu schützen und Entscheidungen zu treffen, die Ihre Zukunft wirklich tragen. Danke, dass Sie hier sind.